Es gibt unterschiedliche Meinungen zum Valentinstag. Die einen lieben ihn, andere hassen ihn. Andere wiederum fühlen sich einsam, ungeliebt und traurig. Doch wie genau kann man den Tag der Liebe auch ohne Partner genießen? Genau diese Frage beantworte ich dir heute mit 3 einfachen Möglichkeiten, wie du dich am Valentinstag in dich selbst verliebst. Willkommen zurück in meinem Uchiverse. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In meinem Channel geht es um Persönlichkeitsentwicklung und Selbstliebe, vor allem darum, wie du dein Leben ganz einfach so gestalten kannst, dass du glücklich bist. So, without further ado, let's get started. Schritt Nummer 1. Akzeptiere dich so wie du bist und mache deine Selbstliebe nicht von äußeren Umständen abhängig. Oft hat man leider fälschlicherweise das Gefühl, dass man sich selber nicht lieben darf, wenn man sich ja eigentlich verbessern möchte und sozusagen das zukünftige Ich von sich selber lieben möchte. Das ist aber verkehrt, denn es ist super wichtig, sich schon hier und jetzt zu leben, da das dein Hauptmotivator ist und auch dein Grundfundament, auf dem du aufbauen musst, damit du überhaupt vorangehen kannst und dich weiterentwickeln kannst. Auch ich hatte lange Probleme damit, mich selber zu akzeptieren und habe mich immer den Vorstellungen anderer Leute angepasst und war deswegen einem extremen Anpassungsdruck ausgesetzt. Und genau dieser Anpassungsdruck sorgt nicht nur dafür, dass wir auch falsche Leute in unser Leben ziehen, sondern ist auch Hauptgrund dafür, dass wir jeden Tag unnötig gestresst sind. Bleibe dir gegenüber also so authentisch wie möglich und liebe dich bedingungslos. Punkt Nummer 2. Setze klare Grenzen und nimm dir Zeit für dich selbst. Das ist vor allem deswegen besonders wichtig, weil du die Zeit brauchst, um dich selber kennenzulernen, um selber herausfinden zu können, was dein Problem ist, was du magst, was du nicht magst und wo du als nächstes in deinem Leben hingehen möchtest. Also trau dich auch einfach mal Nein zu sagen und zu Hause zu bleiben, wenn du spürst, dass du eigentlich Zeit für dich brauchst. I need Me-Time. Oft kann es jedoch vorkommen, dass du Angst hast, Nein zu sagen, da du befürchtest, dass dein Freund oder deine Freundin dich weniger zu schätzen weiß oder deine Aussage sich einfach allgemein negativ auf die Beziehung auswirkt. Doch eigentlich ist es genau anders, denn wenn du Nein sagst, zeigst du damit deinem Gegenüber, dass du dich selber respektierst, wodurch dieser deine Zeit mehr zu schätzen weiß, erstens. Und zweitens wird es immer einfacher, Nein zu sagen, da du dich daran gewöhnst, wie gut es sich angefühlt hat, Nein zu sagen und diese Zeit für dich genommen zu haben. Ein anderer Grund, der dafür sorgen könnte, dass du Probleme damit hast, Zeit für dich selber zu nehmen, ist FOMO. FOMO. Fear of Missing Out. Also die Angst davor, etwas zu verpassen. Der einzige Weg, FOMO zu bekämpfen, ist, sich an dieses Gefühl zu gewöhnen. Wie viel stärker und beständiger das Glücksgefühl harte Arbeit ist, im Gegensatz zur kurzfristigen Enttäuschung, Spaß mit deinen Freunden zu verpassen. Feiern macht zwar Spaß für den Moment, aber für deine Zukunft stellt er keinen langfristigen Mehrwert dar. Punkt Nummer 3. Nimm dich selber nicht so ernst und lach auch über dich selbst. Akzeptiere, dass Fehler machen menschlich ist und dazugehört. Und wenn du einen Fehler machst, dann nimm ihn einfach bitte nicht so ernst. Lach über dich selbst und sieh es eher als eine Chance an, daran zu wachsen. Denn ohne diese Fehler hättest du auch gar nicht die Möglichkeit zu wachsen. Denn du brauchst diese Information des Misserfolgs, um zu verstehen, was du beim nächsten Mal besser machen kannst oder in welche andere Richtung du gehen solltest. Oft haben wir auch leider eine falsche Vorstellung davon, wie Erfolg aussehen soll. Denn Erfolg besteht nicht nur aus positiven Momenten. Zu Erfolg gehört auch vor allem das Missgeschick, das Hinfallen und das Wiederaufstehen und die ganzen Fehler machen und aus ihnen lernen. Was für Erfolg aber vor allem essentiell ist, ist Durchhaltevermögen. Also, bleib am Ball und gib niemals auf. Keep going. Keep slaying, keep slaying, yes! Über sich selber lachen können ist außerdem eine Form der Selbstakzeptanz und der Selbstliebe. Also, lach über dich selbst und du wirst merken, dass du glücklicher bist. Nimm das Leben nicht so ernst, nimm dich selber nicht so ernst und hab einfach ein bisschen mehr Spaß im Alltag. Mir geht's da auch echt nicht anders. Ich lache jeden Tag über mich selbst und ich nehme mich echt nicht wirklich ernst. Also, ich habe immer so viele verschiedene Ideen, die mir in den Kopf kommen, so viele unglaublich dumme Ideen oder einfach Impulse, gerade mal dumm zu sein. Und diese Impulse, die unterdrücke ich nicht, denen gehe ich dann auch einfach nach. Da könnt ihr auch gerne die Leute in meinem Büro fragen, die mich als den bisschen crazy Kollegen kennen. Aber so war ich halt einfach schon immer und ich glaube, wenn ich nicht so gewesen wäre, dann wäre ich auch heutzutage nicht so glücklich und hätte auch niemals so viele Möglichkeiten gehabt zu lachen und Spaß zu haben. Und genau deswegen will ich auch diesen Charakterzug weitergeben, weil ich der Meinung bin, dass das Leben einfach so mehr Spaß macht. Und mal ganz abgesehen davon bist du die Person, die am meisten Zeit mit dir selbst verbringt. Von daher solltest du darauf Acht geben, dass du dich auch selber liebst und mit dir selber Spaß hast. Denn die Beziehung mit dir selbst dauert ein ganzes Leben lang, also sei lieb zu dir, sei gut zu dir, hab ein bisschen Spaß mit dir selbst.
Ich hoffe, dass diese 3 Möglichkeiten dir dabei helfen konnten, dich selber etwas mehr am Valentinstag zu lieben. Aber natürlich gehen diese 3 Punkte auch über den Valentinstag hinaus. Das heißt, du solltest jeden Tag darauf Acht geben, dich selber zu lieben und für dich selber da zu sein. An alle Singles und Nicht-Singles da draußen, wie genau verbringt ihr eigentlich den Weihnachtstag genau? Wie, ver wie verbringt eigentlich ihr den Valentinstag? Was genau macht ihr eigentlich am Valentinstag, um euch diesen Tag zu versüßen? Oder scheißt einfach komplett darauf und macht euer Ding, genauso wie immer? Lasst es mich einfach in den Kommentaren wissen und lasst auch gerne ein Däumchen nach oben da oder abonniert mich doch einfach gleich gerne. Also falls ihr Bock darauf habt, auf wöchentliche Inspiration, die bekommt ihr hier. Und das mit ein bisschen Spaß. Nee.